Heute testen wir ein SimioCube Wireless Wheel aus dem Hause Asha Racing. Das B16 LSC werde ich ausführlich testen und reviewen und alle Infos vom Zusammenbau bis hin zur Rennstrecke rausarbeiten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Asha Racing hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich es ausführlich für euch in meinem Kanal und auch längerfristig reviewen kann. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich erhalte dafür kein Geld, doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, Preis und Bezug. Klickt auf den Link direkt unten in der Videobeschreibung. Den habe ich euch reingehängt, um direkt zu der Produktpalette von Asha Racing zu gelangen. Ich teste heute das Modell Asha Racing B16 LSC, welches direkt über den verlinkten Webshop zum Preis von 525,41 € inklusive Steuer zu erwerben ist. Als Lenkradaufsatz habe ich einen OMP Cubic geordert. Den werde ich euch einmal in einem separaten Review genauestens vorstellen. Kapitel Nummer 2, der Lieferumfang. Das Asha B16 LSC Lenkrad kommt in einem kompakten weißen Karton zu euch geliefert. Mit dabei ist die B16 SC Buttonplate, auf der eben dann diverse Lenkradaufsätze montiert werden können. Dazu sind alternative Magneten, ein Aufkleberset für die Buttons und das Befestigungsmaterial, die ganzen Schrauben und Muttern beigepackt. Kapitel Nummer 3, Ausstattung und die technischen Details. Es gibt ein M- und ein L-Modell dieses B16 SC Wheels und dies unterscheidet sich in puncto kompatibler Lenkradaufsätze sowie in dem Außenlayout, besonders hier auf der Oberseite etwas. Die von mir getestete B16 LSC Version ist seitens der Buttonplate 182 mm breit und 142 mm hoch sowie 24 mm dick. Und der Außenabstand der Pedals, der beträgt 282 mm. Das Gewicht der Buttonplate beträgt 700 Gramm und mit dem verbauten OMP-Lenkrad sowie dem SimioCube Quick Release mit 30 mm Distanzscheibe, dann seid ihr bei etwa 1800 Gramm fürs Komplettpaket. Die Buttonplate weist das gängige 6x70 mm Lochbild auf und ist schwarz eloxiert. Die Schaltmechanik ist nach dem Prinzip der Magnetic Shifter aus dem realen Rennsport umgesetzt. Der Auslösewiderstand beträgt ca. 800 Gramm out of the box und kann mit diversen beigelegten kleinen Magneten und Beilagscheiben bis auf 260 Gramm reduziert werden. Und die Aufnahme der Schaltmechanik, die ist ebenso aus Vollmetall ausgeführt. Die Schaltpedals sind aus Aluminium gefertigt und weisen 122 mm Länge bei 4 mm Dicke auf. Das Schaltgehäuse selbst ist komplett aus Metall ausgeführt. Die Pedals sind vom Lenkradkranz ca. 33 mm entfernt und mit einem Schaltweg von etwa 5 mm ausgeführt. Ihr könnt die Pedals dann noch auf der anderen Seite des Hebelarms anbringen und rückt damit 5 mm näher ans Rim. Und die komplette Schalteinheit selbst, die könnt ihr 10 mm näher Richtung Quick Release, sprich zum Zentrum, montieren. Wenn euch dies ergonomisch besser gefällt bzw. ihr kleinere Lenkräder einsetzen wollt. Auf der Buttonplate sind frontseitig 8 Knöpfe angebracht. Davon sind 2 oberseitige Knöpfe mit einem hohen Rand eingefasst. Im unteren Bereich sind 2 Drehschalter verbaut, die auch gedrückt werden können. Die Drehschalter selbst sind aus Aluminium ausgeführt und weisen einen Durchmesser von ca. 13 mm
und eine Bauhöhe von ca. 15 mm auf. Die Außenfläche ist gerändelt, um entsprechenden Grip bei den Fingern aufzuweisen. Die restlichen Buttons sind aus Kunststoff mit etwa 10 mm Durchmesser ausgeführt. Rechts unterhalb des Drehschalters ist eine Status-LED verbaut. Rückseitig ist die Antenne angebracht, sowie der On-Off-Schalter verbaut. Ebenso rückseitig unter dieser kleinen Klappe ist eine 3,6 Volt Lithium-Batterie ER14250 verbaut, die etwa 2-3 Jahre bei sehr regem Betrieb durchhalten sollte und die man dann um ein paar Euronen bei diversen Händlern nachbestellen und wieder verbauen kann. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 4, die Montage der Hardware. Bitte gucke dir mein ausführliches Review zur Simucube SC2 Pro Wheelbase an. Da bin ich auf den Lieferumfang des Montagematerials bzw. auf diesen Simucube Quick Release eingegangen. Wie man dieses Ascher Wheel dann an diesen Quick Release anbringt, das zeige ich dir im Zeitraffer-Mitschnitt. Die Montage gelingt in ca. 10 Minuten und du benötigst dafür absolut keine Handwerkskenntnisse. Kapitel Nummer 5, die Inbetriebnahme. Schaltest du das Wheel hier auf der Rückseite ein, dann blinkt die Status-LED 30 Sekunden lang und geht in den Pairing-Modus, um sich mit deiner Simucube Wheelbase verbinden zu können. Ist deine Wheelbase eingeschalten und du hast das Lenkrad bereits erstmalig via Simucube TrueDrive Software verbunden, so merkt sich dein System dies. Das heißt, beim Einschalten von der Wheelbase und anschließend deines Lenkrades werden diese automatisch miteinander gepaart bzw. verbunden. Wenn du die Wheelbase ausschaltest und das Lenkrad eingeschalten lässt, dann geht das Lenkrad für 30 Sekunden in den Suchmodus und schaltet danach auf Standby. Und wenn du dann deine Wheelbase wieder startest, dann kannst du das Lenkrad aus dem Standby aufwecken, indem du die beiden Pedals circa 1 Sekunde lang gedrückt hältst. Drückst du die Pedals 5 Sekunden lang, dann wird das Lenkrad wieder getrennt. Kapitel Nummer 6, die Kompatibilität. Das Ascher Racing B16 LSC ist über eine integrierte Wireless-Schnittstelle mit einer Simucube Wheelbase kompatibel, die ebenso eine Wireless-Schnittstelle besitzt. In meinem Fall ist die Simucube SC2 Pro out of box mit dieser ausgestattet. Hardwareseitig ist das B16 LSC mit einigen Lenkradgrenzen diverser Marken kompatibel. Beispiele dafür findest du auf der Ascher Racing Homepage. Und in meinem Fall habe ich bereits das Fanatec Porsche GT3 Wheel sowie derzeit eben dieses OMP Cubic getestet. Und weiter geht's mit Kapitel Nummer 7, die Optik. Das B16 LSC von Ascher Racing macht in meinen Augen einen sehr, sehr soliden und massiven Eindruck. Man sieht, dass alles aus Vollmetall ausgeführt und die Materialdicken massiv gewählt wurden. Das schwarz eloxierte Erscheinungsbild
mit weißer Bedruckung sieht in meinen Augen edel und understatement-like aus. Das Ascher Racing Logo ist zentral bedruckt, genauso wie rückseitig auf der Schaltmechanik, und ebenso rückseitig ist das Simucube Wireless Branding sowie die Serienkennzeichnung auf der anderen Seite aufgedruckt. Kapitel Nummer 8, die Haptik. Die Schaltpedals lösen angenehm knackig aus und dank der massiven Bauweise sind diese komplett spielfrei ausgeführt. Die Knöpfe haben ein spürbar kräftigeres Auslösefeedback, als ihr dies beispielsweise von den Fanatec Lenkrädern kennt. Und die Drehschalter lassen sich hingegen sehr leicht betätigen, die Rasterung fühlt sich jedoch sehr präzise beim Drehen an. Kapitel Nummer 9, die Akustik. Mit etwa 75 Dezibel aus ca. 30 cm Entfernung ist die Schaltmechanik deutlich zu hören und nur bedingt wohnzimmertauglich. Hört mal rein. Hier ist nichts gedämpft und der Resonanzkörper aus Vollmetall unterstreicht ein lautes mechanisches Klacken. Das Buttonfeedback klingt dumpf und unauffällig. Und die Drehschalter, die hören sich metallisch und präzise an. Kapitel Nummer 10, die Verarbeitung. Das haben wir in aller Kürze abgehandelt. Perfekt verbaut und extrem präzise Spaltmasse. Hier sieht man, dass CNC-Metallbearbeitung am Werk war. Und mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Das ist höchster Industriestandard und das bisher best verarbeitetste Lenkrad, das ich in Händen hatte. Weiter geht's mit unserem Hauptkapitel Nummer 11, die Rennstreckentests. Auch bei einem hohen Drehmoment spürt man, dass die komplette Buttonplate aus Metall besteht und sich nichts verwindet, nichts knarzt und absolut kein Flex über die Buttonplate und das Lenkrad vernehmbar ist. Dies passt natürlich hervorragend zur Simucube Wheelbase, die deine Telemetrie durch den spielfreien Antrieb und eben diesen Quick Release spielfrei ans Lenkrad transportieren kann. Das OMP Cubic Wheel passt in meinen Augen sehr gut zum Ascher Racing B16 LSC. Die 30,5 cm Durchmesser empfinde ich sehr handlich und knackig und wie ihr dies aus meinem Kanal kennt, sind bei mir 30 cm meist die goldene Mitte. Und über den kompakten Lenkradkranzdurchmesser könnt ihr dann diese Buttons auf der Buttonplate relativ komfortabel erreichen, ohne jedes Mal die Hand komplett vom Lenkradkranz nehmen zu müssen. Die Schaltmechanik ist, wie eben erwähnt, sehr präzise und gibt ein gutes Feedback wieder, sowohl haptisch als auch eben akustisch. Und die kabellose Datenübertragung gelingt völlig verzögerungsfrei. Es ist kein Lag vernehmbar. Auch wenn ihr das Lenkrad hier mal von der Wheelbase runternimmt, ein paar Meter weggeht, trotzdem habt ihr einwandfreie Übertragung. Das heißt, hier gibt es aus dieser kurzen Distanz absolut keine Probleme. Und so kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte, das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 12, negative Aspekte. Da gibt es 2 Punkte, die ich zu kritisieren habe. Nummer 1, zumindest einer der beiden Drehschalter, den hätte ich gerne in 7 Achsen ausgeführt, um im Spiel durch die Menüs blättern zu können. So kann ich diese nur drehen oder drücken. Das Blättern auf und ab, das kann ich mit diesem System nicht bewerkstelligen. Und zweite Anmerkung, wünschenswert für mich wäre eventuell ein zweiter Satz von diesen Schrauben in Schwarz gewesen. Wenn einem dies besser zu der Lenkradmontage gefällt, könnte man dann entsprechend schwarze oder die silberfarbigen Schrauben einsetzen. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 13, die neutralen Aspekte. Den Preis bei diesem Produkt, den bewerte ich als neutral. Gut 500 € sind zwar teuer, aber im Gegenzug ist die Vollmetallausführung noch einmal eine andere Liga, als beispielsweise die auch schon gut verarbeitete Buttonplate eines Fanatec Porsche GT3 Bundles, das ich auch sehr ausführlich bereits für euch reviewed habe. Weiters neutral bewerte ich, dass nur GT-Pedals beigepackt sind. Hier könnte man ruhig einen zweiten Pedalsatz im Formula Style etwas kleiner und kompakter nachlegen. Und dritter neutraler Aspekt sind für mich die Aufkleber für die Buttons. Ich persönlich möchte keine Aufkleber an diesem Edelprodukt anbringen. Und hier wären mir Buttoncaps ähnlich wie bei Fanatec deutlich lieber. Aber das ist auch eine sehr subjektive Wahrnehmung. Darum bewerte ich diesen Umstand als neutral. Kapitel Nummer 14, die positiven Aspekte. Die Verarbeitung ist einfach umwerfend und Punkt. Alles ist spielfrei zusammengesetzt und ebenso funktioniert auch die Schaltmechanik absolut spielfrei. Die Wireless-Funktion funktioniert verzögerungsfrei ohne Lag und bringt den Vorteil, dass hier keine Pins oder Kabel zur Datenübertragung genutzt werden müssen. Das ist in meinen Augen super gelöst und würde ich mir bei allen High-End-Lösungen genauso wünschen.
Hiermit hast du keine störenden Kabel im Blickfeld oder Pins, auf die du aufpassen musst, und alles sieht super aufgeräumt aus. Die beigepackten Magnete und die Standscheiben erlauben eine Anpassung des Schaltwiderstandes, auch dies ist in meinen Augen sehr positiv. Und die Montage mit dem SimioCube Quick Release, die gelingt dir in ein paar Minuten und ist hochstabil und absolut flexfrei. Und durch das Layout ist eine Kompatibilität mit diversen Lenkradaufsätzen diverser Hersteller problemlos möglich. Kapitel Nummer 15, Fazit und die Kaufempfehlung. Als SimioCube-Anwender kann ich für das Asher Racing B16 LSC eine Kaufempfehlung aussprechen. Der Preis ist hoch, aber fürs Gebotene in meinen Augen, das ist meine persönliche Meinung, gerechtfertigt. In Zukunft teste ich für euch hoffentlich mehrere SimioCube Lenkräder und werde mich natürlich dann immer auch auf dieses Produkt von Asher Racing beziehen. Und so geht's weiter mit dem Ausblick. In den nächsten Wochen werde ich am Vergleich Fanatec Podium Direct Drive vs SimioCube SC2 Pro arbeiten. Dazu gibt's ein Review, wie ihr Fanatec Lenkräder an einer SC2 Pro Wheelbase betreiben könnt. Und ein Einsteiger-Review wird's auch geben, da vergleiche ich Thrustmaster T150 T300 mit Logitech G29 vs Logitech G923. Und das war's auch wieder für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein, für die Unterstützung in meinem Kanal. Wie du mir helfen, mich unterstützen kannst, das findest du unter diesem Video in der Videobeschreibung. Klick bei Interesse rein. Danke fürs Dabeisein und ich freue mich auf unser nächstes Review. Euer Ron.